Martin Schwiezer von Reaktor Studios aus Hannover und unser Spiel ist G-Rebels. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind auf der Gamescom, Tag 1, der Mittwoch. Und wir haben hier G-Rebels uns angelacht als Termin. Und da wollen wir doch mal fragen, was ist das, was kann das? Ja, G-Rebels ist ein Action-Flugsimulator in der Open World. Es ist ein Spiritual Successor von G-Police, was ein PlayStation-Titel aus den späten 90ern war. Es ist ein Sci-Fi-Action-orientierter Flugsimulator, primär in einer dystopischen Open World, in einem dystopischen Open World-Szenario. Genau. Du sagst jetzt Flugsimulator, heißt es dann irgendwie Flugzeuge fliegen oder was machen wir? Ja, man fliegt sogenannte Skyblades. Skyblades sind so mehr Hubschrauber als Flugzeug. Die haben von der Flugdynamik und von der Trägheit, von der Flugphysik und von der Velocity mehr so die Eigenschaften eines Hubschraubers, aber eben keine Rotoren. Dafür verfügen sie für den Auftrieb über eine Antigravitationstechnik und für den Vortrieb über so Propulsion Jet. Da kommt dann die Ähnlichkeit zum Flugzeug wieder. Also ist so ein Hybrid aus Flugzeug und Hubschrauber sozusagen. Und wenn du auch Simulator sagst, heißt es dann tatsächlich sehr realistische Controls mit Schubregler, Joystick oder Steuerung mit Keyboard und Maus? Also tatsächlich unterstützen wir so gut wie alle Input-Varianten, eben auch Rotors, SOSAs, die ganzen Flightstick-Geschichten. Wir haben RAW-Input, wir haben Track-IR, womit die Leute halt auf einem Widescreen ihr Head-Movement tracken können und so weiter. Das nehmen wir alles mit. Das bedeutet aber nicht, dass das Flugmodell oder das Fluggerät eben realistisch ist, weil es ist ja eine Sci-Fi-Welt. Die Gesetze der Physik sind realistisch, also die Trägheit und so weiter. Aber es gibt halt keine Antigravitation. Sollte man wissen. Und fliegen wir einfach nur so in der Gegend rum oder was ist dann das Spielziel quasi? Genau, also man ist Mitglied eines militärischen Geheimdienstes für einen, sag ich mal, imperialistischen Stadtstaat in dieser dystopischen Welt und ist in dessen Auftrag primär unterwegs, zumindest die erste Zeit des Spiels. Und was dann passiert und wie sich die Kampagne entwickelt, das können wir natürlich noch nicht verraten. Gibt es dann in der Kampagne auch Entscheidungsmöglichkeiten oder haben wir eine lineare Geschichte? Also es gibt eine Hauptgeschichte, die ist tatsächlich gesetzt, aber es gibt diverse Sidequests und die Möglichkeit des Free Roamings. Also man kann sich in der Welt schon sehr frei bewegen und die Welt auch sehr frei erleben, aber es gibt schon einen Main Quest, der rote Faden ist, der sich von A bis Z durchzieht. Ja. Und abgesehen von den Nebenquests kann man auch noch irgendwie Collectibles finden, andere Nebenaktivitäten machen, also so mal ja Richtung GTA, oder ist es wirklich, man fliegt von Questpunkt A nach B wie in Mafia 2? Weder noch. Nein, also es ist so tatsächlich, dass es gibt eben die genannte Hauptkampagne und dazu gibt es eben über die Hauptkampagne freigeschaltete kleine Mission Giver, die einen eben so auf Sidequests schicken, die aber alle irgendwo in die Hauptkampagne und in den Spielfluss und den roten Faden eingebunden sind. Aber der Spieler kann dann selbst entscheiden, wie sehr er das wahrnimmt oder nicht. Und natürlich gibt es zig Dinge, die man entdecken kann. Man kann auch einfach, wenn man jetzt gar keinen Bock auf Missionen hat, in so einem Free-Roaming-Modus unterwegs sein und sagen, mache jetzt einen auf Bounty Hunter, also jage Criminals zum Beispiel, oder ich scanne halt Gegner und gucke, was haben die geladen, ja, und wenn ich auf deren Ladung scharf bin oder was weiß ich, oder ich kann auch andere Skyblades hacken und die dann übernehmen und damit Angriffe fliegen und damit so wirken, als wäre ich ein anderer, der den Angriff fliegt. Also es wird dann so ein bisschen verschachtelt und das sind dann so Sachen, die sind gar nicht so genretypisch, sondern schon so ein bisschen ausgeflippt halt. Aber die sind eben auch jetzt nicht so in 10 Minuten erzählt. Also da müsste man deutlich länger für ausholen halt. Ne? Jetzt hast du gesagt, so, man kann jetzt irgendwie die Fracht von anderen klauen und Nebenmissionen machen. Bringt das denn irgendwas, außer natürlich Spaß? Kommen dann irgendwie Crafting-Material fürs Crafting, neue Waffen und so? Oder? Es gibt halt eine Währung im Spiel. Alles, was man eben macht, wird eben am Ende zahlt sich in barer Münze aus. Und dieses Geld kann man wieder investieren in sein eigenes Skyblade und das halt in diverse Formen erweitern und upgraden halt. Ne? Plus, dass sich eben auch im Laufe der Zeit die Welt freischaltet und immer größer wird. Von daher ist es auch nicht ganz unwichtig, dass man selbst auch immer schneller wird, weil wenn der Radius größer wird, ist natürlich auch ideal, wenn sich der Antrieb entsprechend mitbeschleunigt, damit man sich auch in der Welt anders bewegen kann wieder. Ne? Und bekommt man dann auch andere Chassis, also komplett andere Skyblades oder upgradet man immer das, was man von Anfang an hatte, immer nur weiter und weiter, weiter? Ja, also es fängt so an, dass man für diesen militärischen Geheimdienst einen Prototypen testet und bei dem bleibt man dann auch. Also das ist halt ein sehr, sehr fortschrittliches Skyblade. Im Gegensatz zu den anderen hat es halt schon 1000 Features, die die anderen sowieso nicht haben. Und die dann noch weiter auszubauen,
ist sozusagen mit der Hauptantrieb im Spiel halt so, ne? Und deswegen bleibt man auch bei dem einen Skyblade, weil dieses eine Skyblade auch Teil des Lores und der Story dann wird. Ist dann das Skyblade auch so ein bisschen wie ein Companion zu sehen? Also spricht das auch mit einem oder ist es komplett stumm? Ist kein Kit. Aber was man aber im Upgrade-Tree hat, ist eine AI-Drohne, die man halt neben dem Skyblade starten kann und die einen auf Missionen begleitet. Und die ist so ein bisschen so ein Companion, halt, die hat so ein bisschen Sidekick-Rolle halt, ne? Aber das Skyblade selbst nicht, aber diese Drohne schon, ja. Kann man auch in andere Biome oder Regionen oder ist einfach nur diese Stadt, wo wir sind? Genau. Also das ist ja der Punkt, in dieser dystopischen Welt gibt es insgesamt 4 Stadtstaaten, die übrig geblieben sind, die auch von der Optik sehr unterschiedlich sind und eben auch von der Mentalität und Ideologie sehr unterschiedlich sind. Und durch die bewegt man sich dann eben auch im Laufe des Spiels. Plus, man hat eben die ganze Welt zu entdecken. Also es gibt auch sehr verteilt so kleinere Outposts, Stützpunkte, Uplinks, Fabriken, Kraftwerke, die jetzt nicht in eine Stadt eingebettet sind, sondern sehr isoliert auf Inseln liegen und so und dann eben für Missionen relevant werden halt, ne? Genau. Und weil es jetzt auch so RPG-Charakter irgendwie hat, gibt es auch Dating? Was? Dating? Ist ja ein Singleplayer-Spiel. Wir nehmen das Wort Single in Verbindung mit Dating nicht so wörtlich. Okay. Sonst noch, was ist so dein liebstes Feature, was ihr jetzt schon habt oder was denn noch kommen wird? Mein Lieblingsfeature ist definitiv, dass es im Gegensatz zu dem damaligen G-Police jetzt eben so eine Open World bietet und ganz weit weg von der Linearität geht. Also, dass ich quasi selbst bestimme, wie ich das Spiel spiele. Wir ertappen uns als Entwickler ganz häufig dabei, dass wir nur eine Sache testen wollen, irgendein Feature, und dann aber selbst immer so fasziniert sind von dem dynamischen Wettersystem, von dem Tag-Nacht-Wechsel, von dieser Atmosphäre der lebenden Objekte in der Welt, weil jedes Skyblade, also jedes Licht, was man am Horizont sieht, ist ja wirklich ein interagierbares Objekt. Und das bietet insgesamt so eine interessante Symphonie insgesamt, dass man manchmal sich da wirklich drin verliert. Wenn das dann mit der Musik getragen ist und man so diese Blitze über Meer am Horizont hat und so, du wolltest irgendwie nur kurz was testen für 30 Sekunden und dann ist eine halbe Stunde schon wieder vergangen. Also das Spiel zieht einen in so Float-Zustände und das ist eigentlich sehr geil daran. Es macht mega Spaß daran. Jetzt hast du gerade Musik erwähnt. Was für Musik haben wir zu erwarten? Ist es so ein typisches Hard, Techno, Cyberpunk-mäßiges oder eher so? Ja, sowohl als auch. Also wir haben situativ natürlich härtere Tracks drin. Also EDM und Tech und Sachen, die sehr hart sind, aber auch viel so Vangelis-inspiriertes. Also gerade für diese Free-Float-Momente halt, so Synth-Sphären und Ambient-Musik und so, ist halt auch sehr viel drin. Und ich finde gerade diesen Wechsel, er macht es halt, der trägt halt die Atmosphäre auch noch mal immens halt, ne? Wir haben auch ein paar Tracks von bekannten Ambient-Artists, bekannt in Anführungsstrichen, aber zum Beispiel eben auch so ein paar Menschen, die auf YouTube große Kanäle haben und selbst eben Musik machen, wie Futurescapes und so. Von denen haben wir halt exklusiv Tracks lizenziert fürs Game und die sind ganz toll. Also die sind einfach toll. Gibt es denn schon auch eine Demo oder gibt es nur hier gerade zu spielen? Nee, wir haben schon einen Playtest gemacht, also eine Demo erst in einer ganz kleinen Zirkelgruppe, dann im Rahmen des Games Forge in Germany Events. Jetzt während der Gamescom ist die Demo jetzt tatsächlich auch verfügbar, bis zum 24. August, also bis zum Ende der Messe. Ja, sorry. Und dann machen wir aber mit Sicherheit, weil wir haben ja sehr viel Feedback von den Spielern bekommen, was wir jetzt immer auch gerne erstmal in Ruhe umsetzen, bevor wir die Demo dann wieder live schalten, damit die Leute dann eben sehen, also okay, das haben wir jetzt gemacht. Und so kann man es auch so ein bisschen feiner granuliert in den Zyklen testen, als wenn man jetzt die ganze Zeit offen lässt und dann die ganze Zeit sich wiederholende Reportings bekommt. Weißt du, das ist eigentlich ein ganz gutes Vorgehen. Also vor Release werden wir auf jeden Fall noch mal eine Demo machen. Und wenn es released ist, wird es auch immer eine Demo geben, sodass jeder ein Try Before You Buy machen kann, ob er Bock drauf hat auf das Game. So. Cool, sehr cool. Dann vielen lieben Dank für das Interview. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt drüber gefreut. Ich finde es super spannend. Freue mich schon drauf zu spielen. Vielleicht nicht nach der Gamescom, weil ich bin noch bis Sonntag hier und Sonntag ist der 24. gelitten und so. Aber ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.